Hey Leute, willkommen zu einem neuen Tag hier auf der unendlichen Baustelle. Heute werden wir uns um den Schornstein kümmern, gegebenenfalls das Dach wieder aufschneiden, ein bisschen ein scary Moment, um ihn dann letztlich rauszumauern. Und ja, wollen uns um diese Dinge kümmern in Vorbereitung auf die Installation der Heizung, die ja schon begonnen hat. Und das ist mega toll und wir wollen es euch direkt mal zeigen, wie da der aktuelle Stand ist. Hier steht schon die Heizungsanlage. Wow, und sie ist schon mit Rohren verbunden, mit dem Pufferspeicher. Und hier sind auch schon allerhand Rohre installiert. Hier beginnt jetzt auch der Schornstein und der geht eben bis nach ganz oben und den wollen wir dann aus dem Dach jetzt wieder rausmauern. Zur tatkräftigen Unterstützung gibt es wieder Besuch von meiner Mama. Hallo. Der Schornstein hier soll hier durchs Dach durchgeführt werden. Da gibt es ja auch schon diesen Wechsel, der eingebaut ist. Und dafür müssen wir eben hier das Dach nochmal aufschneiden. Was natürlich auf eine Art auch ein bisschen scary ist, weil jetzt ist es gerade so schön dicht. Also bis hier geht jetzt hier der Schornstein und diese kleine Distanz nach hier oben müssen wir noch überbrücken. Ich habe hier schon mal eine Ecke markiert. Hier, da wird dann durchgebohrt und von oben schneiden wir dann das Loch. Und vorher gucke ich mal, dass hier alles, was lose ist, noch runterkommt. Jetzt habe ich mit einem dünnen Bohrer hier die Löcher gebohrt und überprüfe jetzt mal draußen am Dach, ob es auch wirklich rausgekommen ist. Hier sind schon die 4 Punkte. Zur Verdeutlichung jetzt mal der Test mit dem Bohrer von oben.
Ja, heute nicht ganz geschafft, hier aus dem Dach rauszumauern. Das kommt dann dafür morgen. Und wir wollen ein bisschen früher starten, damit es noch nicht so heiß ist auf dem Dach und das Bitumen dann auch nicht beschädigt wird. Guten Morgen. Ist noch ganz früh. Es ist wirklich sehr früh, aber auch kühl und genau der richtige Moment, Um auf dem Dach zu bauen. Und nicht zu verbrennen. Genau. Nochmal zur Erinnerung, so weit sind wir hier gekommen mit unserem Schornsteinaufbau. Und jetzt geht es mal darum, noch richtig die Löcher zu bestimmen für die Ecken des Schornsteins und dann auf dem Dach aufzuschneiden. Der Schornstein muss ja logischerweise irgendwie wieder übers Dach hinaus geführt werden. Und zwar so 1 Meter übers Dach. Das hat der Schornsteinfeger uns gesagt. Und dann wird innen ein tatsächliches Rohr noch durchgezogen. Cory hatte die geniale Idee, hier mit dem Laser sich eine Linie anwerfen zu lassen. Und so können wir da jetzt ganz gut den Punkt bestimmen. Achso, damit man gerade durchbohrt. Ja, bist schon durch. Wir haben wirklich erstaunlich gerade gemauert. Für euch zur Übersicht. So kommen wir jetzt hier hoch. Und dann können wir hier oben unser Loch machen. So, hier sind jetzt unsere Löcher. Da, da, da und hier. So Leute, das ist hier die Flagge der unendlichen Baustelle. Und hier werden wir mit diesem sogenannten Doppel-Y-Schnitt das Bitumen jetzt so aufschneiden, dass man so Lappen rausfalten kann. Und dann machen wir hier unser rechteckiges Loch für den Schornstein und dann kann man später die Lappen an den Schornstein anschweißen. Guck mal, da ist auch so ein Kaminrundstein noch drin. Aha. Der müsste oder sollte da vielleicht nicht drin sein, aber ist auch egal, hier soll ja nur ein Rohr durch. Ne? Es hat funktioniert. Und der Schornstein ist wirklich direkt unter unserem Loch, was auch toll ist. Ja, jetzt müssen wir natürlich das ganze Material hier aufs Dach bringen. So, Arbeitsplatz ist eingerichtet. Kniepad, Werkzeug, Loch, Material. Ja, jetzt können wir tatsächlich mal so richtig wie ein echter Maurer von oben die Steine drauflegen und müssen die nicht irgendwie so da so zwischen irgendwas fummeln. Darauf habe ich schon auch richtig Bock. Jetzt wird erstmal angefeuchtet.
Wow, wir sind aus dem Dach fast raus oder jetzt gerade auf der Kante hier. So sieht es hier aus. Das sieht ganz toll aus. Und? Bist du zufrieden? Yes, wir machen noch einen Feinschliff, Verfugung und es kommen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, noch 3 bis 4 Reihen drauf, würde ich sagen. Muss man jetzt eigentlich mal messen hier. Ah. Haben wir 7 Steine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 58 hoch nur. Ja, das ist aber wenig. Dann brauchen wir noch ein paar mehr. Oh, vielleicht nochmal 7 rein, 6, 7 rein. Ja, dann brauchen wir nochmal 6 rein, würde ich sagen. Jetzt in der prallen Sonne. Ja, schnell beeilen. Heute Abend soll es gewittern, das ist, glaube ich, dann ideal, um das hier alles mal ein bisschen zu befeuchten, feucht zu halten. Wow, wow, wow. Inzwischen ist hier schon ein richtiger Schornstein entstanden. Und wir verfugen. Ja, gegebenenfalls haben wir da jetzt so eine Art Timelapse verpasst. Also, ich zeige euch einfach mal, wie der Schornstein jetzt aussieht. Tada! Hier auf der Seite. Ja, da müssen wir noch.
Tada, der Schornstein ist fertig und verfugt. Jetzt wird er noch ein bisschen gereinigt und dann können wir diese Lappen hier so anbringen. Wasser folgt Feuer. Ich revidiere meine Aussage, auf Wasser folgt Bitumen Voranstrich. Voranstrich aufgebracht und jetzt trocknet das Ganze und dann wird geschweißt. So, was kommt jetzt? Ja, jetzt kommt das Bitumen, sag ich mal. Das heißt? Ich ziehe das jetzt hier ab, versuche das dann abzuschneiden und dann kleben wir schon mal dran. Und dann wird es noch geflammt. Kann ich mal das Messer haben? Wird hier ein Dreieck ausprobiert. Ist das gut? Ja, wenn das alles hier so anschmilzt, klebt auch schon halb von selber. Ich sag mal, mehr ist mehr, ne? Ja, das hat sich jetzt leider auch schon von selber angeklebt. Also was heißt leider? Gut, ne? Ja, eben. Wir machen das einfach so viel mehrlagig und wenn dann die Oberlage kommt, da kann hier 5 Meter Schnee drauf liegen. Wie hast du das jetzt hier vorbereitet? Nicht ganz richtig. Ja, guck mal, was machen wir denn jetzt hier? Müssen wir dann da jetzt einschneiden? Ja, oder wir kleben alles und schmelzen Hier so an. anschneiden, damit Und man das umklappen rüberklappen. kann. Meinst du? Ja klar. Mhm. Das sieht doch gut aus. Wie Geschenkpapier einpacken ist das. Ja, das ist doch super. Vielleicht kannst du mal sagen, alle Dachdecker da draußen, schreibt mal in die Kommentare, ist das richtig so? Schreib's lieber nicht in die Kommentare. Und alle DachdeckerInnen da draußen. Mach ich das richtig? Zwischenstand. Wuhu. Die letzten Eckpunkte werden hier noch angeschweißt. Kann ich schon mit meinen Händen, die sind nämlich jetzt auch so heiß wie ein Lötkolben. Ist toll, wie das klebt, die Kaltklebebahn hier. Der letzte Schritt, die Abdichtungsmasse an der Kante. Kleinen provisorischen Hut haben wir dem Kamin jetzt auch schon aufgesetzt. Da kommt dann letztlich ein Blech und dann kommt ein Edelstahl-Schornstein-Rohr. Ganz schön warm hier auf dem Dach. Das ist doch die finale
wir sind jetzt zum Glück hier fertig. Der Schornstein ist dicht und hat einen kleinen provisorischen Hut. Und wir freuen uns jetzt mal langsam, hier aus der prallen Sonne rauszukommen. Das war's für heute, Leute. Jetzt, wo wir wieder im Schatten stehen, merkt man erst, wie gebrutzelt man da oben auf dem Dach war. Und von daher verdienter Feierabend, würde ich sagen. Ja, schaltet auch nächste Woche wieder ein und lasst mal ein Like da oder einen Kommentar. Sagt mal, was denkt ihr? Wird es dicht bleiben beim Gewitter? Tschüss.